Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zahlreichen Wissenschaftseinrichtungen im Freistaat Sachsen. In der Corona-Pandemie sind Sie, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Das betrifft besonders die Forschungen rund um Covid-19, aber auch die wissenschaftliche Arbeit als solche. Der Freistaat Sachsen unterstützt seit Jahrzehnten die vielfältige, spezialisierte und hochqualifizierte Arbeit auch in den rund 50 außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Land. Wir sind stolz und wir sind dankbar dafür, was hier geleistet wird. Wir wissen, dass viele von Ihnen ihre Überstunden nicht zählen, ihre Wochenenden im Institut verbringen und manchmal ihre familiären und privaten Verpflichtungen und Beziehungen hinten anstellen. Unter den Bedingungen des Lockdowns wiegt diese Belastung umso mehr. Und auch jetzt stehen Sie in den Laboren, sitzen an Rechnern, arbeiten an Maschinen, lassen Ihre Suche nach Lösungen nicht locker. Doch an manchen Stellen setzt die Ausbreitung des Virus auch der wissenschaftlichen Arbeit ein Ende. Versuchen wir uns einige Jahre in die Zukunft zu versetzen und die Gegenwart wie im Rückblick zu betrachten. Wir werden dann beurteilen können, was gut und was weniger gut entschieden und umgesetzt wurde, welche lautstarken Skeptiker recht hatten und welche sich geirrt haben. Vor allem werden wir sehen, dass die Bewältigung der Pandemie dort am besten funktioniert hat, wo Menschen trotz Distanz zusammengehalten haben, sich wenn nötig zurückgenommen haben, sich auf ihre Stärken besonnen und ihren Teil der Verantwortung für alle gesehen haben. Die Corona-Pandemie bietet keinen Anlass, uns die Situation schönzureden. Und trotzdem möchte ich Ihnen heute Mut machen, bei allem, was Sie persönlich und beruflich belastet, wie sehr Ihre wissenschaftliche Arbeit leidet oder Ihre Forschungsvorhaben verzögert werden. Es gilt die banale Tatsache, dass es eine Zeit nach Corona geben wird. Und der Freistaat wird auch in Zukunft gern zu seinen Verpflichtungen für die Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Sachsen stehen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Durchhalten in schwierigen Zeiten, wenn Sie das Gefühl haben, von der Arbeitslast erdrückt zu werden oder wenn Sie nur eingeschränkt oder zeitweise gar nicht mehr arbeiten können. Und ganz persönlich wünsche ich Ihnen Stärke und Geduld und gute Besserung, falls Sie sich mit dem Virus infiziert haben sollten, und allen anderen, dass Sie vor einer Ansteckung bewahrt bleiben. Kommen Sie und Ihre Familien bestmöglich durch die nächsten Monate.